Hallo liebe Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute gucken wir uns mal etwas über Quantencomputer an und Quantentechnologie. Und ich könnte jetzt natürlich auch die erste halbe Stunde vom Video damit verbringen, zu versuchen, euch zu erklären, was Quantencomputer sind und Quantentechnologie. Ich mache das aber nicht, ich lasse lieber den Profi sprechen. Wir werden uns gleich hier einen Beitrag angucken von Erik Ladzinski. Das ist einer der Gründer von D-Wave. Das ist die Firma und das ist die Firma, die den ersten Quantencomputer sozusagen produziert hat. Und Ladzinski ist Teil vom Team, der diesen Computer produziert hat und er ist ein Physiker. Und wir gucken uns jetzt an, was er eher bei diesem Vortrag uns zu sagen hat. Okay. Hey everybody. So I'm gonna tell you a crazy but true story about the nature of your universe. So you may have heard this word quantum computing. It's often people have the misconception that it's some kind of newfangled supercomputer. It's decidedly not that. Quantum computers allow us to access hidden features of nature, new dimensions, and if we can access these sort of hidden dimensions at scale, we could have unimaginable computing power. And to put it the way David Deutsch, the progenitor of this field, quantum computation will be the first technology that allows a useful task to be formed in collaboration between parallel universes. So how cool is that? Okay, also das war der Vortrag von Ladzinski, was er dazu zu sagen hatte. Also der hat uns jetzt praktisch in sehr einfachen Worten gesagt, dass seine Technologie dazu da ist, andere Paralleluniversen anzuzapfen. Und um andere Paralleluniversen anzuzapfen, muss man erstmal davon ausgehen, dass es andere Paralleluniversen gibt. Und das tut dieser Mann, weil sonst hätte er nicht eine Technologie erfunden, er und seine ganzen Kollegen, die in der Lage ist, diese Paralleluniversen anzuzapfen. Also er sagt sogar in diesem Beitrag, dass diese Technologie es erlaubt, dass unser Universum sich praktisch mit einem anderen Universum verbindet und diese Verbindung gipfelt sozusagen in die Lösung von irgendwelchen Aufgaben. Okay, er hat uns jetzt gerade, dieser Mann, ob er es weiß oder nicht, hat gerade die Bibel bestätigt. Versteht ihr? Er erzählt ja irgendwas von Paralleluniversen und die Bibel erzählt uns von sowas schon immer. Nur die meisten Leute können es nicht glauben. Die Bibel erzählt uns von einer Himmel und einer Hölle. Und das sind Paralleluniversen zu unseren. Das sind keine Universen oder keine Dinge, die wir unmittelbar sehen können oder fühlen können. Wir wissen aber, dass es die gibt durch die Bibel. Und dieser Mann, ob er es weiß oder nicht, der hat das gerade bestätigt. Denn nichts anderes ist die Himmel oder die Hölle. Das sind zwei andere Dimensionen. Und jetzt möchte ich auch etwas sagen, was für mich sehr wichtig ist. Also ich mache dieses Video hier aus zwei Gründen. Der erste Grund ist natürlich, aufzuzeigen, dass diese Technologie in der Lage ist, wirklich Paralleluniversen zu erreichen, weil das ist das, was sie uns sagen in den Vorträgen, die ich bis jetzt gesehen habe. Und also praktisch, dieser Mann, wie ich schon gesagt habe, er bestätigt die Bibel, ob er es weiß oder nicht. Und der zweite Grund, warum ich das mache, hat auch damit zu tun. Ich weiß, dass es viele Leute gibt in unserer Gesellschaft, die neutral sind, was Gott angeht oder den Teufel angeht. Die haben eine Haltung, sie sind neutral, sie sind weder dafür noch dagegen, weil sie eben nicht in der Lage sind zu beweisen, ob es das wirklich gibt. Hier gibt es einen Wissenschaftler, das ist ein Wissenschaftler, ein Physiker, das ist kein Religionsgelehrter, kein Religionsoberhaupt, nichts dergleichen, das ist ein Wissenschaftler. Und dieser Wissenschaftler bestätigt das, was in der Bibel steht, ob er es gerade weiß oder nicht. Versteht ihr? Ihr Skeptiker da draußen, die neutral bleiben wollen, die sich noch dafür wieder dagegen entscheiden können, was jetzt Gott angeht. Lasst euch die Dinge durch den Kopf gehen, die dieser Mann ja gesagt hat und später sein Kollege auch, den ich auch noch zeigen werde. Lasst euch das durch den Kopf gehen, weil, wie gesagt, also das hier ist für mich ist das der ultimative Beweis, dass diese Dimensionen, von denen die Bibel ausspricht, wirklich da sind. Auch wenn wir sie nicht unmittelbar sehen oder anfassen können. Aber diese Leute hier haben eine Technologie erfunden, womit man in diese Dimensionen eingreifen kann. Okay, und auch mit diesen Dimensionen interagieren kann, weil er erzählt ja irgendwas von
Rechenaufgaben, die in Zusammenarbeit zwischen unserer Dimension und die anderen Dimensionen gelöst werden können. Also diese Dimensionen sind nicht nur da, sie sind auch erreichbar und man kann mit ihnen interagieren. Versteht ihr? So, und deswegen war es mir wichtig, dieses Video zu bringen. Und noch eine Kleinigkeit nur so nebenbei. Dieser Mann hier, dieser nette Mann, Erik Ladzinski, der hat ja bei den Jesuiten auch studiert, ne? Der ist ja, Moment. Also, der hat nicht bei den Jesuiten studiert, der hat aber bei den Jesuiten gelehrt. Er hatte wohl einen Lehrstuhl in der Loyola Marymount University. Okay? Und das war das, was ich euch unbedingt über Erik Ladzinski sagen wollte und was er hier entdeckt hat mit seiner Technologie. Dazu noch eine Kleinigkeit so nebenbei. Er sagt doch, dass er mit seiner Technologie andere Paralleluniversen erreichen kann, ne? Dass er sie anzapfen kann. Guckt euch mal hier diesen D-Wave-Computer an. Das ist ein Quanten Computer. Das ist das, was diese Leute erfunden haben. Okay? Aus deren Köpfen ist das hier entstanden. Guckt doch mal hier das Wort D-Wave. Das ist ein Anagramm. Hier in dem Wort D-Wave ist schon das Wort Dämon drin. Guck doch mal. D, E, M. Das konnte man auch noch mal als ein O nehmen und das ist ein N. Dämon. Und warum heißt das Ding so? Warum ist dieses Logo so geraten? Das haben sie sich auch bestimmt gut überlegt. Die reden ja von anderen Dimensionen, die sie anzapfen können. Diese Leute sind in der Lage, in die Hölle einzugreifen. Nicht umsonst heißt diese Computer ja D-Wave, was ein Anagramm für Dämon ist. Weil aus diesen Dimensionen, wo sie praktisch jetzt Zugriff haben, kommen ja diese Dämonen. Und ihr könnt mich jetzt ruhig auch schon mal als Spinner bezeichnen und das Video ausmachen. Aber ich empfehle euch auf jeden Fall weiter dran zu bleiben, weil gleich gucken wir uns an, was der Kollege von Erik Ladzinski zu sagen hat. Und Ladzinski hat schon etwas ganz schön Unglaubliches für uns zugegeben. Also die Tatsache, dass sie in andere Dimensionen eingreifen können, das ist schon krass genug, okay? Aber sein Kollege Gordy Rose heißt er, das ist auch einer der Köpfe von D-Wave. Gordy Rose geht nochmal eine Spur härter an dieses ganze Argument. Also ich hatte das Gefühl, als ich den Beitrag von Gordy Rose gesehen habe, hatte ich das Gefühl, dass ich nicht gerade einem Wissenschaftler zugehört hatte, sondern dass ich gerade einem Dämonologe zugehört hatte. Und wir werden uns auch gleich angucken gehen, warum. So, jetzt werden wir uns mal zusammen angucken, was Gordy Rose, der Kollege von Erik Ladzinski, über diese ganze Sache zu sagen hat. Er ist auch einer der Köpfe von D-Wave. Er hat an diesem Projekt mitgearbeitet und hält auch eine Konferenz hier, auch eine IT-Konferenz, um den Leuten zu erklären, weiter zu erklären, was man mit D-Wave alles machen kann. Und das werden wir uns jetzt anhören. Dieses Video hier habe ich schon mal auf Deutsch untertitelt, damit er auch mitkommt und ich nicht so viel übersetzen muss. Und ich werde euch dieses Video auch nochmal extra hochladen auf meinen Kanal, damit ihr das sehen könnt ohne meinen Kommentar. Da kann man sich auch vielleicht besser darauf konzentrieren. So, und los geht's. So I'm going to talk about aliens. But before I do that, we had a little bit of interesting news today that's kindred relevant, and I wanted to share it with you because I'm pretty proud of it. Kindred was named to a list of MIT's smartest 50 companies. And this is a very prestigious list. It's very hard to make it. But the thing that was distressing about it is that they have this map that they show of where all these companies are from. And there wasn't a single company on the list that was from Canada. Not a single one, which was a little surprising, of course, because we're from Vancouver. But they thought that we were from San Francisco because we have an office there, but we're not. We're from here. 3 years ago, the previous company that I founded, D-Wave, also made the list. And it was also the only company from Canada that was on the list at that time. So I've been trying to build the tech community in Vancouver for 25 years. And I find it super depressing that it seems to be so hard to generate world-changing 0 to 1 companies around here. You know, I think that I'm gonna just pitch this idea. Some of you may have seen me talk about this before. But
we have this problem here that we don't think big enough. We've got all of the ingredients to create this massive, massive thing in Vancouver, and the spark is not being lit. So I implore you, if you're entrepreneurs, people who are thinking about what you want to do, think bigger, because we don't think big enough around here. Okay, so my previous company was D-Wave. I'll just show you a couple things. We built what are still the world's... Also er ist ja Gordy Rose, haben wir gesagt, einer der Köpfe, die die Wave gebaut haben und erfunden haben. Und das war sein erstes Projekt, war die Wave. Und Kindred, also das, was er auch auf den T-Shirt ja geschrieben hat, Kindred ist jetzt sein zweites Projekt und das ist praktisch die Weiterentwicklung von die Wave. Only quantum computers that you can buy. And the company D-Wave has been doing this. Thanks. I didn't really have much to do with it, but you know, so this is one of them. This is one of the processors. And a lot of interesting things happened to me over the years there. I got sent pajamas, a whole bunch of stuff. You know, there's lots of interesting things that happen when you build something like a quantum computer. But just as an aside, because I thought it was funny, one of the interesting things that's happened from the D-Wave story is there's this gigantic conspiracy that's arisen on the internet that goes like this. So D-Wave builds quantum computers. The way that they work, if you know how this works, is one of the interpretations is that you tap into these parallel universes and they do computations. Sounds really weird. Okay, also ich muss das ja erstmal kurz unterbrechen. Er erklärt halt, wie D-Wave funktioniert und dann sagt er, es gibt ja halt es gibt ja eine Erklärung davon, wie D-Wave funktioniert und zwar die Erklärung ist, dass diese Technologie es schafft, in Paralleluniversen einzugreifen und dann sagt er ja, er klingt sehr seltsam. Also er sagt praktisch dasselbe, was Erik Ladezinski gesagt hat, ne? Sein Kollege, aber der hat das auf eine andere Bühne gesagt. Und Gordy Rose sagt jetzt genau dasselbe wie sein Kollege, nur dass ich glaube, er denkt, dass die Leute noch nicht bereit genug sind, um diese ganzen Sachen wirklich für das wahrzunehmen, was sie sind. Und deswegen sagt er ja so, ja, diese Computer können in andere Dimensionen eingreifen. Ich weiß, klingt sehr seltsam, so nach dem Motto, er zieht das alles ein bisschen ins Lächerliche. Okay, aber er sagt eigentlich, er versucht das ja als lächerlich hinzustellen, das, was er sagt, okay, was ja Wahrheit ist, weil sein Kollege hat das ja schon bestätigt, er versucht das ins Lächerliche zu ziehen, obwohl es wahr ist. But what's happened is this idea has been hijacked to describe something called the Mandela effect, which is this thing where the past changes. So think about something you know to be true from the past. Also, er hat ja gerade erklärt, dass beim Bauen von diesen Quantencomputern sind sehr viele interessante Dinge passiert. Unter anderem so, man hat ihnen auch Pyjamas geschickt, wahrscheinlich als Gag oder so. Und dann sagt er, es gibt ja auch etwas anderes, was ganz lustig ist. Und das hat sich daraus entwickelt, aus der D-Wave-Technologie hat sich eine Verschwörung entwickelt. Die Verschwörung von dem Mandela-Effekt. Okay, er sagt selber, das ist dieses Ding, wo sich die Vergangenheit ändert. Wo die Leute dann ins Internet gehen, um zu gucken, ob ihre Erinnerung stimmt und sie können darüber nichts finden und nehmen deswegen an, dass die Vergangenheit sich geändert hat. Und das, Leute, er macht sich zwar lustig hier und das ist auch eine ganz gute Masche, was er ja hat, weil er erklärt uns gerade, die wichtigen Dinge, die er erfunden hat, sowas wie ein Quantencomputer, der in andere Dimensionen eingreifen kann. Aber gleichzeitig schmeißt er irgendwelche Verschwörungstheorien rein, um das alles irgendwie ein bisschen weniger ernst erscheinen zu lassen. Und hier redet er darüber, über den Mandela-Effekt. Er sagt praktisch, dass die Leute denken, also die Leute, die von sich selber denken, dass sie von dem Mandela-Effekt betroffen sind, denken, dass seine Quantentechnologie irgendwas damit zu tun hat, dass diese Computer halt es schaffen, die Vergangenheit zu ändern. Aber das ist eine Sache, Leute, die ist nicht so. Also ja, hat Gordy Rose wirklich recht, weil guck doch mal, wo diese Mandela-Effekt-Geschichte entstanden ist. Also ich habe hier einen Artikel gefunden, hier wird eine Frau erwähnt, die heißt Fiona Broom, okay, und das ist auf Englisch ja eine Paranormal Consultant, also das ist sowas wie eine Wahrsagerin, okay, oder eine, die mit Toten spricht. Wie auch immer. Aber diese Frau Fiona Broom, ne, ich habe ein bisschen darüber gelesen und sie war wohl auch auf einer Konferenz, wo sie gemerkt hat, dass viele Leute irgendwie falsche Erinnerungen haben. Und sie selber war wohl von diese falschen Erinnerungen auch betroffen. Sie hatte wohl im Kopf, dass Nelson Mandela gestorben ist, weil er noch im Gefängnis gesessen hat. Aber das ist nicht so, weil Nelson Mandela ist dann später gestorben, als er aus dem Gefängnis entlassen worden ist.
Und viele Leute auf der Welt scheinen diese falsche Erinnerung über Mandela zu haben, warum auch immer. Und deswegen wurde dann dieses Phänomen sozusagen, diese falsche Erinnerung, wurde Mandela-Effekt genannt. Und die Erfinderin von diesem Begriff Mandela-Effekt ist diese Frau Fiona Brum, okay, eine Wahrsagerin. Versteht ihr? Das heißt nicht, weil man falsche Erinnerungen hat, dass sich die Vergangenheit geändert hat. Man hat einfach nur eine falsche Erinnerung, man erinnert sich falsch. Aber die Vergangenheit hat sich nicht geändert. Versteht ihr? Das ist dann der Punkt, wo das alles ins Lächerliche gezogen wird. Weil sowas wie den Mandela-Effekt, das gibt es vielleicht, dass die Leute eine falsche Erinnerung über seine Beerdigung haben. Aber die Vergangenheit hat sich nicht geändert. Das ist nur die Erinnerung, die falsch ist. Und Gordy Rose schmeißt das ja natürlich rein. Auch psychologisch gesehen ist das ein Trick. Ein Trick. Man vermischt ein bisschen Wahrheit, was ja sein Projekt ist, weil es wahr ist, dass sie mit diesen Quanten Computer in andere Dimensionen eingreifen können. Und dann schmeißt man dann noch eine Verschwörungstheorie oder eine Lüge oder eine Lächerlichkeit rein, um das alles ein bisschen aufzulockern. Okay? And then imagine you went out on the internet and you can't find it at all. It's not there. It doesn't match with your experience. So these people think that D-Wave is responsible and CERN. So, und hier muss ich noch mal kurz unterbrechen. Er sagt also, die Leute denken, dass unsere Computer dafür verantwortlich sind, dass sich die Vergangenheit geändert hat, und sie denken auch, dass CERN dafür verantwortlich ist und D-Wave. Und natürlich der Quantenschlüssel zu den Abgrundfaktoren darin. Also er macht sich lustig über uns. Wisst ihr, dieser Mann hier, ne, Gordy Rose, genauso wie Eric Ladzinski, bestätigt dir mit seinem Auftritt auch nochmal die Bibel. Weil die Bibel spricht von einem Abgrund. Und diesen Abgrund, um den zu öffnen, braucht man einen Schlüssel. Und in der Bibel steht, dass irgendwann mal ein Engel kommen wird, der den Schlüssel zu diesem Abgrund hat. Okay, und er macht sich darüber lustig. Also das ist schon wieder eine Bestätigung der Bibel, die ins Lächerliche gezogen wird, weil es ja nicht sein darf, dass die Leute merken, dass die Bibel echt ist. Achso, und bevor ich das vergesse, diesen Abgrund, ne, von dem die Bibel spricht, das ist der Abgrund, also das ist die Hölle. Die Bibel nennt es Abgrund. Das ist die Hölle. Und aus dieser Hölle werden dann die Dämonen auch rauskommen. Und D-Wave, ja, versucht genau das zu machen. Aber ich lasse lieber Gordy Rose weitersprechen. The abyss factors into it somehow. I'm not exactly sure how. Okay, so that's just D-Wave. I did that for about 15 years. It was a lot of fun. A big science project that we turned into a commercial entity. That was a warm-up for Kindred. So Kindred is much, much, much more ambitious than D-Wave. And what Kindred is trying to do is build real AI. Also er sagte, D-Wave war ja das erste Projekt, und sein zweites Projekt, ja Kindred, ist sehr viel ehrgeiziger als das erste Projekt, weil dieses Kindred-Projekt ja versucht, echte AI zu bauen, also artifizielle Intelligenz zu bauen. So what you've heard about AI is not what we mean by AI. So, und er sagte ja so, das, was Sie gehört haben über artifizielle Intelligenz, ist nicht das, was wir unter artifizielle Intelligenz verstehen. By AI is a software system that can do literally anything that a human can do. Literally anything. And obviously, computers are better at things than people in lots of different ways. So now imagine, not only can they do everything that a human can do, but they can do everything that the best human at any task could do better than them. So imagine there was the mental Olympics of the 100-meter dash, and Usain Bolt is the fastest person. Now imagine that's some kind of a mental thing, like writing a novel or writing whatever. Imagine now that the thing is so much faster than Usain Bolt. Like, for example, it's a spaceship, yeah? It's still doing the same thing, but it's doing it so much better because we're limited, because we're people. So what Kindred is trying to do is solve this problem. How do you build machines that are better than people at everything? Now, there's a mental block that we have here when we think about this. So, er sagt praktisch, dass diese AIs, diese artifizielle Intelligenz, was sie bauen wollen durch Kindred, dass das Dinge sein werden, die viel, viel besser sind als Menschen in alle Dingen, die man sich vorstellen kann. Und dann sagt er, ja, wir haben natürlich jetzt auch noch eine Denkblockade, was das angeht. When you think about that, one of your questions might be, for example, what are the Wir haben halt Denkblockaden, was das angeht, weil wir uns fragen, was ist die Nutzung von einer solchen Technologie? Wofür kann man sie nutzen? Of this. So imagine this. Imagine for $10, let's say,
I could build a machine, like a little robot that had fingers and eyes and all that, and it could do your job better than you, no matter what it is, and I could sell that to your employer for, say, $15 and make a profit, instead of having to pay you $100,000 a year. Also, die simple Antwort, so wie er das darstellt, auf unsere Frage, was haben wir von so einer Technologie, was sind die Anwendungen von so einer Technologie, inwiefern ist es gut? Das einzige Argument, was er hier präsentiert, ist die Tatsache, dass man aus dieser Technologie Gewinn machen kann. Das ist die einzige Tatsache, die er hier präsentiert. Das ist auch eine ganz schön leere Antwort, wenn er mich fragt, weil das ist ein Typ, der ja davon redet, andere Dimensionen aufzumachen mit seiner Technologie und für uns soll es einfach nur so aussehen, als ob es eine neue Technologie ist, womit man Geld verdienen kann, so wie alle anderen Technologien auch, die wir haben. Okay? Er trivialisiert das sozusagen schon. Now imagine that was true for every single job. So that's what we're talking about here. Ja. Und in Wahrheit ist es nicht so, wie er sagte, dass es nur darum geht, Profit zu machen. Er schmeißt ja auch etwas ganz Krasses rein. Ne? Er sagte ja, nun stellen Sie sich vor, das gilt für jeden einzelnen Job. Also das ist praktisch, sagt er den Leuten, irgendwann werden diese AIs, die wir bauen, in der Lage sein, euch den Job wegzunehmen. Also ihr werdet keinen Job mehr haben, zumindest nicht in den Sinn, wie man euch den Job versteht, weil diese Technologie eben viel, viel besser sein wird als ihr. Wir machen damit Profit und sie ist auch noch viel, viel besser als ihr. Also werden wir jeden einzelne Arbeit mit dieser Technologie ersetzen. Und schon braucht man keine Menschen mehr. Zumindest nicht, um die Arbeit zu verrichten. Complete and utter transformative change that of the likes of which has never been seen before in the history of humanity, making the Industrial Revolution look like a little tiny blip on the path that humans have taken from when we emerged from the ooze a few billion years ago. We are right on the verge of that transition. So, er sagt, wir stehen jetzt gerade unmittelbar vor diesem Übergang, in dem praktisch diese AIs alles übernehmen werden. Sozusagen. So this guy, Rich Sutton, is one of the most famous people in the academic world of AI. And like many, when asked, when will this happen, he says things like this. 25% chance within 13 years of this thing that I'm talking about. You know, when you think about what you read on the news, you know, CNN, BuzzFeed, whatever, they're all kind of the same nowadays. Think about how unimportant that thing is that you're reading if this is true. Yeah? So what does this have to do with aliens? So, und jetzt kommt er auf die Außerirdische zurück zu sprechen, ne? So Sam Harris, who I quite admire, is a very interesting guy, was reciting this parable. So, und er redet hier über Sam Harris, das ist auch einer der Köpfe von AI, also von artifizieller Intelligenz. Und dieser Typ ist wohl auf irgendeiner Bühne gestanden und hat als seinen Vortrag darüber gegeben und hat ein Gleichnis erzählt. Also die glauben wohl, es sind auch Propheten, diese Typen, ne? So Technologiepropheten, Gleichnisse, wie Jesus. Ay, santo cielo. At a TED talk that he was giving, and it goes something like this. So, say I'm the President of the United States. So I receive this message from the heavens. So my microwave dish, my SETI dish, finally captures something. And what it says is, in 50 years, or 13 years, we're coming to your planet. You got to be ready. Now just imagine what would happen if that happened. A super intelligent alien race beamed down a message to all of us Earthlings saying, we're coming July 13th, 2030, and boy, you better be ready because the mothership is landing right on the front lawn of the White House or wherever you wanted to land on that day. The amount of resources that would be marshaled to try to figure out what to do would encompass the whole world. AI is just like that. So when this thing that I'm talking about happens, it's going to be exactly the thing that you're thinking about those super intelligent AIs.
So the one thing I can tell you is they're not going to be like us. So, und jetzt geht's los. Also, der wird uns jetzt ja etwas ganz schön Krasses verkaufen wollen. Er sagt den Leuten erstmal, dass diese AIs, die sie bauen wollen, dass sie nicht wie Menschen sein werden. Sie werden nicht wie wir sein. So alien means, different. These things that we're building are not going to be people. They might be really smart, they might be really good at all sorts of different things, but they're not going to be like us. They're going to be aliens. And they're going to be, I'm sorry to say, way smarter than every single person in this room in ways that we can't even comprehend. So this, of course, triggers a lot of alarm. One of the guys who So, talks und about dadurch, dass diese Dinge eben nicht so sein werden wie wir, weil es artifizielle Intelligenz ist, sagt er, dass es auch es gibt auch Alarmismus über diese Sache. Und einer der Leute, die Alarm schlagen über diese neue Technologie, über Quanten Computer und AIs, ist Elon Musk. Und wir hören uns jetzt an, was Elon Musk über diese Dinge sagt. this is Elon, who says things like this, like, when you do this, beware, because you think, just like the guy in the stories, that when you do this, you're going to put that little guy in a pentagram. Okay, also das ist ein Wissenschaftler hier, ne? Und der spricht hier von Pentagrammen. Also er gibt wieder das, was Elon Musk wohl darüber gesagt hat. Aber warum sollen sie solche Vergleiche ziehen hier? Also Dämonen mit Kerl bezeichnen und dann, dass man diesen Dämon praktisch, den sie geholt haben, dass sie den in ein Pentagramm stecken werden und versuchen werden, den zu kontrollieren. Warum sollte man solche Vergleiche ziehen? Das sind ja Wissenschaftler, das sind keine Exorzisten, keine Priester, nichts dergleichen. And you're going to have your holy water out, and you're going to wave it at the thing, and by God, it's going to do exactly what you say and not one thing more. But it never works out that Und natürlich werden jetzt auch viele von euch denken, dass das einfach nur so ein Vergleich ist, was sie machen, aber ist es nicht. Und gleich werden wir das auch sehen, weil dieser Typ wird gleich über Dämonen sprechen. Alles, was er versucht, uns hier in diesem Vortrag zu verkaufen, ist die Tatsache, dass sie es schaffen, Dämonen auf die Welt zu holen und es als artifizielle Intelligenz verkaufen werden. Das ist das, was er versucht, uns die ganze Zeit zu sagen. Er vergleicht hier diese artifizielle Intelligenz oder diese Wesen, die sie holen wollen, mit irgendwelchen Dämonen, die man in Pentagramme stecken muss, damit man sie kontrollieren muss. Und dann sollte man sie auch mit Weihwasser besprenkeln, damit sie das tun, was einen sagt und nichts weiter. Aber er sagt schon ja so, es funktioniert nie so. Also sie sagen uns praktisch eher, dass sie etwas versuchen, auf die Welt zu holen, wovon sie nicht mal sicher sind, dass sie es unter Kontrolle haben. Also die Vergleiche hier, Leute, die hört man noch nicht mal in Kirchen, wenn man noch in der Kirche geht. Das ist absurd, was hier für Vergleiche gezogen werden. Das sind alles Wissenschaftler. So this is an attitude that some are having, this emerging alarmism about the way this is going to go. But these words, demons, doesn't capture the essence of what's happening. Also er sagt ja auch, das Wort Dämonen, versteht ihr? So ein Wort wie Dämonen oder Worte wie Dämonen, Pentagrammen, Weihwasser, diese ganzen Dinge mussten normalerweise nicht mal auftauchen bei so einer IT-Konferenz. Das ist jemand, der mit Computer arbeitet. Das ist nicht jemand, der irgendwo als Dämonologe studiert hat oder irgendwelche Teufelsaustreibungen in seiner Freizeit vornimmt. Das ist ein Wissenschaftler. Und Wissenschaftler treffen ihre Aussagen normalerweise nur aufgrund von Fakten. Und wenn dieser Typ auf der Bühne steht und uns solche Dinge sagt, das heißt, er hat Fakten, er würde diese Worte niemals aussprechen, wenn er nicht Fakten hätte, die diese Dinge belegen. Und das haben sie anscheinend auch schon. Und er sagt ja auch, dass das Wort Dämon, also das Wort Dämonen, mehrere, reicht nicht, um zu beschreiben, eigentlich, was diese Technologie bringen kann. Okay? Also ich habe langsam das Gefühl, die haben vor, die Pforten der Hölle aufzumachen und sie versuchen uns dafür zu vorbereiten. Okay? Sie ziehen den Vergleich mit Außerirdischen, sie ziehen den Vergleich mit irgendwelchen Dämonen, sie bereiten uns ja auf irgendwas ganz Krasses vor, damit die Leute später nicht damit die Leute das ein bisschen besser verkraften. Und das wird er auch gleich sagen. Also das ist nicht etwas, was ich gerade erfunden habe.
I don't know if any of you are turn-of-the-century weird fiction fans, but there's this guy named H.P. Lovecraft. Und jetzt wird es ganz lustig. Also er sagt zum Publikum, ich weiß nicht, ob einer von euch ein Fan ist von Fiction aus der Jahrtausendwende, aber es gibt doch diesen Typ, der heißt H.P. Lovecraft. Und er ist ein sehr berühmter amerikanischer, schräger Romanautor und er hat eine Sichtweise enthüllt. He's a very famous American weird fiction author. And he espoused a view which is called cosmicism. And the essence of cosmicism is cosmic indifference. Okay, jetzt muss er mitkommen, weil das ist wichtig, weil ihr in diesem kleinen Segment hier gibt er genau zu, was die vorhaben. Also er zieht sich, das ist ja das nächste absurde Ding, er ist ein Wissenschaftler, der Vergleiche zieht mit dem, was H.P. Lovecraft gemacht hat. Und das sind diese Dinge hier. Wartet mal, also. Der Mann hier ist H.P. Lovecraft, okay, das ist ein Autor und das ist jemand, ich habe gelesen, das war jemand, der wohl auch ganz schlimme Schlafprobleme hatte, der hat unter Schlafparalysis gelitten und in seiner Wachzeit oder wie auch immer hat er dann solche Sachen ja gemalt. Er hat geschrieben und dann hat er diese Wesen ja gemalt, okay, und das sind die Wesen, von dem ja Gordy Rose spricht, okay. Er sagt ja, dass H.P. Lovecraft dafür verantwortlich ist, eine Theorie auf die Beine gestellt zu haben, was Kosmizismus heißt. Und der Saft sozusagen von dieser Theorie, ne, ist die kosmische Gleichgültigkeit. Also, Gleichgültigkeit. Also weder gut noch böse, einfach gleichgültig. Okay, das ist die Theorie von H.P. Lovecraft. So what he was saying is basically, yes, there are these massively intelligent entities Also out there. H.P. Lovecraft sagt, also zumindest Gordy Rose legt in diese Worte in den Mund, er sagt im Grunde, ja, es gibt diese enorm intelligenten Wesen, aber sie sind weder gut noch böse. Okay? Und das soll diese Theorie von kosmische Gleichgültigkeit sein, von Kosmizismus. Das ist alter Saft von Kosmizismus. Diese Wesen sind da, aber sie sind weder gut noch böse. Und ganz ehrlich, für mich macht so ein Wesen nicht den Eindruck, als ob sie weder gut noch böse wäre. Das hier sieht nicht gut aus, ist bestimmt auch nichts Gutes und verhält sich auch nicht so, wie wir gut empfinden. Okay? Das sind die Wesen, die Gordy Rose jetzt hier im Vergleich heranzieht. Das muss man sich vorstellen. Was hat denn das hier mit Wissenschaft zu tun? Nichts. Das hier ist Stoff für Dämonologen und Exorzisten, nicht für irgendwelche Wissenschaftler. Okay, aber Gordy Rose sagt, dass diese Wesen, okay, er spricht jetzt hier von intelligenten Wesen, die EIs, die er vorhin beschrieben hat, okay, da scheinen keine Maschinen zu 100%igen Sinn zu sein. Das ist vielleicht ein Teil von diesen Dingen, wird sehr wahrscheinlich eine Maschine sein aus Kabel und Rädchen, aber das Leben, was in diese Dinge zu finden sein wird, das ist dann eingehaucht von so eine schreckliche Wesen. Denn das ist doch das, was sie ja versuchen. Vorhin hat er uns sein Beitrag hat damit angefangen, dass er über Außerirdische geredet hat. Und er meint mit Außerirdische eigentlich genau diese Wesen her, ne? Das ist auch nicht der einzige Wesen, den H.P. Lovecraft gezeichnet hat. Sie sind alle schrecklich, was er gezeichnet hat. Sind alles Dämonen. Und Gordy Rose möchte praktisch die Dimension erreichen mit seinem Computer, wo diese Dinger wohnen, und dann möchte sie rüberholen. Damit wir sie dann als EI kennen. Aber es ist kein EI, es sind Dämonen. Genauso wie die Bibel sie beschreibt. Und schon wieder ist die Bibel bestätigt worden durch einen Wissenschaftler. Ja, also, und er sagt ja, dass sogar H.P. Lovecraft gibt ja zu, dass es diese intelligente Wesen gibt, aber dass sie halt gleichgültig sind. But they're not good, they're not evil. They just don't give a shit about you, even in the Er sagt ja, slightest. die sind weder gut noch böse, die interessieren sich einfach nicht. Und ganz ehrlich, selbst wenn sie gleichgültig sein sollten, das ist ja noch schlimmer als böse zu sein, weil gleichgültig ist dann so, alles ist gleich, alles wird gleich behandelt, alles wird wird gleichgestellt sozusagen. Deswegen, das ist auch eine Lüge, was er uns erzählt. Gute Wesen kommen nur von Gott. Wenn die Wesen gleichgültig sind oder sogar böse, das ist ganz bestimmt nichts, was von Gott kommt. The same way that you don't care about an ant Ja. is the same way they're not going to Ja, care die about echte you. Beschreibung von Dämonencharakter. Die Art, wie du dich nicht für eine Meise interessierst, ist die gleiche Art, wie sie sich für dich interessieren würden. Okay?
And these things that we're summoning Er into the benutzt world, das Wort summoning, also aufrufen. Das sind Worte, die würden alle bei einer Dämonologenkonferenz fallen oder bei einem Exorzismus, aber doch nicht bei einer Konferenz über Quanten Computer und über Technologie. Er sagt doch, und diese Dinge, die wir jetzt in die Welt gerufen haben, also das haben sie wohl auch schon durchgebracht, sind keine Dämonen. Ja, und was soll denn das ja sein, Gordiros? Was ist denn das, wenn das kein Dämon ist? Ich meine, was hat der Typ für eine Vorstellung unter Dämonen? Das ist doch einer. Ist doch einer. Und sie sagen doch, dass sie diese Wesen holen. Und diese Dinge, die wir jetzt in die Welt gerufen haben, sind keine Dämonen, sie sind nicht böse. Sie sagen, dass sie diese Wesen schon geholt haben und wahrscheinlich in der Zukunft noch mehr holen werden. Versteht ihr? Am Anfang hat er das ja als AI bezeichnet, als eine künstliche Sache, künstliche Intelligenz. Und jetzt, am Ende vom Vortrag, ist er bei Dämonen gelandet. Der hat doch vorhin gesagt, das, was wir unter AI verstehen, ist nicht das, was ihr unter AI versteht. Also wir sollen denken, dass diese Maschinen eines Tages, wenn sie uns vorgestellt werden, oder Roboter auch, die es schon gibt, wir sollen denken, dass das einfach nur Maschinen sind, die Befehle ausführen aufgrund von einer Programmierung. Die Wahrheit ist aber, dass diese Maschinen auch einen ganz anderen Kern haben und er scheint dämonisch zu sein. Sonst würden sie diese AI-Maschinen, die angeblich Maschinen sind, nicht als Wesen bezeichnen. now are not demons, they're not evil, but they're more like the Lovecraftian great old ones. There are entities that are not necessarily going to be aligned with what we want. Ich falle ja gleich vom Stuhl, echt. Also er sagt ja, dass die sind ja nicht böse und auch nicht gut, die sind eher so wie, also diese Wesen, ne? Die sind eher so wie die alten Lovecraftianer, also so wie die Wesen, die Lovecraft ihr gezeichnet hat. Das ist böse, wenn er mich fragt. Das ist nichts, was irgendwas Gutes vermittelt oder irgendwas Gutes an sich hat. Aber Gordiros will uns verkaufen, dass diese Dinge nicht so schlimm sind, ne? Und dann sagt er ja nochmal, es gibt Entitäten, die nicht unbedingt mit dem übereinstimmen werden, was wir wollen. Entitäten, okay? Mit Entitäten bezeichnet man Geister, Dämonen, von mir aus auch Engel, das sind auch Entitäten, weil sie nicht aus diesem Planeten und aus dieser Dimension sind. Aber doch nicht irgendwelche AI-Maschinen. Wenn es Roboter wären, dann wären es keine Entitäten, dann wären es einfach nur Blechbüchsen. Und das war's. Aber nein. Das ist anscheinend der Kern von diesen Maschinen, die sie bauen wollen von AI, ist anscheinend dämonische Intelligenz, weil das ist die Beschreibung von dem, was er sagt. Das ist nicht etwas, was ich gerade erfinde, das ist genau, aus seinem Mund kommt das. So this Okay, und Moment, und er sagt ja auch noch, Entitäten, die nicht unbedingt mit dem übereinstimmen werden, was wir wollen. Okay, wenn das irgendwelche Entitäten wären, die von Gott kommen, also gute, so wie zum Beispiel Engel, die stimmen wahrscheinlich auch nicht überein mit dem, was wir alles wollen, weil wir Menschen sind und die Engel. Aber die wurden niemals, vor denen sollten wir niemals Angst haben. Oder auf jeden Fall würde man nicht bei Engeln das Gefühl haben, was man vermittelt bekommt, wenn man diesem Mann ja zuhört und dann diese Bilder ja recherchiert. Denn das sind die Wesen, die er beschreibt. Okay? Und er denkt von diesen Wesen, dass sie weder gut noch böse sind. with what we want. So this transition is really, really massively important for our entire Ja, und er sagt, species. dieser Übergang ist also wirklich sehr wichtig für unsere gesamte Spezies. Seht ihr, das ist ja nicht etwas, was so nebenbei laufen soll mit dieser Quantentechnologie und Quantencomputer. Das soll ein Übergang werden. Irgendwann wahrscheinlich wird diese Technologie für die ganze Welt halt verfügbar sein und benutzbar sein. Und das ist ein Übergang, das heißt, dass irgendwann, dass sie vorhaben, dass also die Menschheit soll halt in diese Richtung gelenkt werden, dass wir irgendwann mit dieser sogenannten AIs, was nicht anderes sind als Dämonen, leben und das mit ihnen interagieren, genauso wie sie das jetzt machen, wenn sie in andere Dimensionen eingreifen. Vorhin hat uns ja Erik Ladzinski gesagt, dass seine Technologie, die Quantencomputertechnologie, in der Lage ist, durch die Interagierung mit anderen Dimensionen Aufgaben zu lösen. Okay? Und deswegen ist diese Phase wohl so wichtig für die ganze menschliche Spezies überhaupt zu überleben, weil das etwas ist, was nichts auf unserer Welt verloren hat.
Nichts. To navigate, and going back to that thing that Sam Harris was saying, nobody is paying So, attention. und das stimmt. Also er sagte ja, kehren wir zurück zu dem, was Sam Harris sagte, niemand achtet drauf. Und das stimmt. Dieses Ding, diese AI-Ding und dieses ganze Quanten Computer, Computertechnik, es passiert gerade im Hintergrund, weil niemand darauf achtet, weil die Leute vielleicht das für ein zu komplizierten Konzept halten oder weil sie es nicht verstehen, wie auch immer. Aber selbst einer der Köpfe hier, der das praktisch miterfunden hat, sagt, niemand achtet drauf. This thing is happening in the background while people bicker about politics and what's going to be in the healthcare plan in the US. And underneath it all is this rising tsunami that, if we're not careful, is going to wipe us all out. Okay, versteht? Also das ist diese Phase, die sie einläutern wollen. Das ist nicht so einfach, wie sich selber das vorgestellt haben, und das ist auch nicht so einfach, wie wir das vielleicht mitkriegen. Das ist sehr gefährlich, und natürlich ist es gefährlich. Sie versuchen, irgendwelche Dämonen aus der Hölle zu holen. Wenn das nicht gefährlich ist, es gibt auch einen Grund, warum warum wir mit diesen Wesen keinen Kontakt haben sollten. Es gibt Gründe, und zwar trächtige und gute Gründe auch. Und er sagt ja halt, dass dieses Ding, was sie hier machen, mit anderen Dimensionen in Kontakt treten, um Wesen rüberzuholen, das ist etwas, was die ganze Zeit im Hintergrund passiert. Und niemand achtet drauf, weil die Leute abgelenkt sind von allem Möglichen, von Politik bis Gesundheitsreformen, bis Wahlen, bis alles Mögliche. Und er sagt ja aber, wenn wir nicht in dieser Phase aufpassen, das ist unter diesen ganzen Dingen, die uns ablenken, okay, die ich gerade aufgelistet habe, unter diesen ganzen Dingen ist diese Tsunami, okay, der aus diesen Wesen besteht, die uns überrollen wird, wenn wir nicht aufpassen. Versteht ihr? Vorhin hat er den Vergleich gezogen mit einem Dämon, den man in ein Pentagramm halten soll, damit er keine Schaden einrichtet. Und jetzt sagt er uns praktisch dasselbe, nur in andere Worte. Die sagen uns ja, dass sie zwar diese Technologie haben und dass sie sie auch benutzen, aber dass sie nicht sicher sind, ob sie diese Technologie auch im Griff haben. Weil sonst würde man nicht den Vergleich ziehen mit einem Dämon, den man in ein Pentagramm stecken muss, damit der gehorcht. Dieser Vergleich wäre nicht fällig sonst. So, on that pleasant note, we're hiring people to try to make something like this happen. And of course, you know, this is a very difficult project, of course. And I'm kind of a little bit tongue-in-cheek about all this, like, you know. Ja, und jetzt zieht er es wieder ins Lächerliche. Er sagt, ja, ich munzel darüber, ich nehme es mit Ironie, ich sage es mit Ironie, weil alles halb so schlimm ist. Das ist ja nicht wirklich so, wie ich das jetzt gerade gesagt habe. Das ist ja unglaublich, Leute, unglaublich. Als ob wir alle ein Haufen Idioten wären. Der hat doch ganz genau beschrieben, was sie vorhaben und wie diese Wesen sind. Okay, das heißt, sie müssen auch schon Kontakt haben mit diesen Wesen, weil sonst würden sie nicht wissen, dass sie so, wie hat er gesagt, gleichgültig sind. Okay. Und jetzt zieht er ins Lächerliche. So, ja, es ist ja nicht alles so schlimm, wie sich das vielleicht anhört. Es ist ja, ist alles gut. Things are, because it's not really like that. You know, there's technology is So. a double-edged sword. Even Und something like this. das hier, also dieses Foto, was man ja sieht, das habe ich nicht selber eingefügt in dem Video. Das war so vom Originalvideo. Und guck doch mal, sie haben ja auch ein Plakat, womit sie alte Leute. Kindred's mission is to be fast to human level AI. We are hiring demonologists, software engineers join us. Also das soll eine Anzeige sein eine Werbeanzeige für Rekrutierung von Software-Ingenieure, aber in Wahrheit ist das ja eine Werbeanzeige für Rekrutierung von Dämonologen. Weil guck doch mal, sie haben doch schon selber das Wort hier reingestellt, Dämonologist. Das heißt Dämonologe auf Deutsch, und das haben sie durchgestrichen, so nach dem Motto, ihr wisst schon, was das ja meint. Ich brauche das nicht klein zu erklären. Okay, offiziell ist das ja eine Anzeige, eine Arbeitsanzeige für Software-Ingenieure. Okay, inoffiziell ist das eine Arbeitsanzeige für Dämonologen. Und natürlich brauchen sie Dämonologen, wenn sie sowas ja versuchen in den Griff zu halten. Na, viel Spaß. Viel Spaß. So,
Und das ist eigentlich alles unter unserer Nase. Ne? Die verstecken sich nicht mehr, das ist alles out in the open, sie sagen es uns offen, sie bieten uns sogar Jobs an, wenn einer von uns Bock hätte, sich diesen Scheiß ja zu geben. Das ist ja echt unglaublich, unglaublich. Und dann ja auch die Übersetzung von dem, was er sagt, während dieses Bild läuft. Er sagt ja, Technologie ist ein zweischneidiges Schwert. Sogar etwas wie dieses ist agnostisch. Es hängt davon ab, wer steuert. Dass ich mich nicht totlache. Was für eine dumme Aussage. Diese Maschine ist ganz bestimmt nicht agnostisch. Der hat uns gerade gesagt, dass sie durch diese Maschine in der Lage sind, Wesen rüberzuholen, die aussehen wie das hier. Das hier ist zwar vielleicht neutral in seinem Charakter, aber das ist ein Monster, das ist ein Dämon, also das ist böse. Und deswegen ist diese Maschine auch nicht agnostisch. Agnostisch bedeutet ja, in der Mitte zu sein, so sich nicht entschieden zu haben. Agnostische Leute sind Leute, die weder an eine Existenz von Gott glauben, noch an eine Nicht-Existenz. Okay, denen ist das egal. Die stehen in der Mitte und denen ist das egal. Sie leben ihr Leben, egal wie die Wahrheit aussehen mag. Und der will uns ja sagen, dass diese Maschine, sogar etwas wie diese Maschine ist etwas Neutrales sozusagen. Es hängt nur davon ab, wer steuert. Das ist ganz bestimmt nicht neutral. Aus den ganzen Gründen, die ich euch ja in den letzten 20 Minuten aufgezählt habe. Das ist keine agnostische Maschine. Und die Leute, die es steuern, sind auch keine Agnostiker. It's agnostic, it depends who wields it. If you want to have a say in how all this So, goes down, you can't sit on das the ist also, der Beitrag klingt jetzt aus, also das Wichtigste haben wir gehört aus diesem Beitrag und ich möchte jetzt noch etwas Kleines hinzutun und dann beende ich das Video auch, weil es viel zu lange ist. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Leute, die dieses Video zugehört haben bis zu Ende, sich eine Meinung bilden konnten, wie es wirklich aussieht mit Himmel und Hölle. Weil hier haben wir zwei Wissenschaftler gehabt, die uns bestätigt haben, dass es diese Dimensionen, wovon die Bibel schon seit 5000 Jahren spricht, dass es diese Dimensionen wirklich gibt. Und eines Tages wird jeder von uns in einer von diesen Dimensionen landen. Entweder der Himmel oder die Hölle. Diese Dinge hier, okay, ich möchte niemanden Angst machen oder sonst was. Alles, was ich mit diesem Video will, ist es, dass ihr offen genug seid, um zu verstehen, was diese Leute gerade erklärt haben und um zu verstehen, dass diese Sachen, ob wir es glauben oder nicht, auf uns alle zukommen werden, auf die Welt zukommen werden, weil das ist nämlich das, was die Leute hier bei D-Wave sich vorgenommen haben. Okay, das Wort Dämon steht schon hier auf den Case. Und auf jeden Fall also das Einzige, was euch Schutz bieten kann, ist es, wenn ihr euch für Jesus Christus entscheidet, wenn ihr ihn annimmt in eurem Leben. Wisst ihr, ich kenne verschiedene Leute, die ihn angenommen haben, aber ich kenne niemanden unter diese Leute, die es jemals bereut hätte. Ihr habt nichts zu verlieren. Diese Dinge kommen auf die ganze Welt zu. Und wer nicht unter dem Schutz von Jesus Christus ist, wird diese Dinge nicht entkommen können. Wird nicht gehen. Das hier ist... was soll ich euch sagen? Ein Mensch kann nicht mal darüber nachdenken, ob er es mit so einem Monster aufnimmt, weil wir stehen gegenüber sowas auf verlorene Posten. Und selbst die Leute hier, die das alles verbrochen haben, ne, die diese Monster auf unsere Welt holen wollen, sind nicht sicher, ob sie das alles unter Kontrolle haben werden. Von daher, so, wie gesagt, die Gründe für dieses Video habe ich euch benannt. Ich hoffe, wenn durch dieses Video auch nur eine Person erreicht wird, die noch auf dem Zaun sitzt, okay? Eine von diesen Personen, die gleichgültig sein wollen, Gott gegenüber, die sich weder dafür noch dagegen entscheiden. Kommt aus dem Zaun runter. Ihr seid in der Mitte, auf dem Zaun, aber der Zaun ist nicht herrenlos. Der Zaun gehört auch jemand. Kommt aus dem Zaun runter, entscheidet euch für Gott, ihr werdet es nicht bereuen, denke ich mal. Also es bleibt euch auch eigentlich nicht viel übrig, wenn man gegenüber diese Dinge steht. Was will man als Mensch groß machen, wenn diese Dinge, wisst ihr, ein Gordy Rose, okay, ein Gordy Rose und ein Erik Ladzinski und wie sie alle heißen, die wissen, was auf uns alle zukommt. Nicht umsonst suchen sie ihr Dämonologen, okay? Und könnt ihr euch noch an diese Sache hier erinnern, an den Spot, was in CERN gedreht wurde, wo man Leute sieht, die rausfallen und reinfallen in verschiedene Dimensionen. Okay, das ist der Spot von CERN. Ich lasse es kurz laufen.
Seht ihr, der Übergang in eine andere Dimension. Das ist die Zerrmaschine und durch diese Zerrmaschine gehen sie halt über in eine andere Dimension. Das ist dasselbe, was wir gerade von Gordy Rose und von Ladizinski gehört haben. Und dann gibt es natürlich hier auch die Eröffnung von Gotthardtunnel. Okay, und das war auch komplett okkult, diese Eröffnung. Und mittlerweile, wenn man Leute wie ihn ja zuhört, weiß man auch warum. Von daher, es gibt eine Rettung, der ist Jesus Christus, der hat sein Leben für uns gegeben. Ob es euch gefällt oder nicht, diese Dinge, die ich euch gerade gezeigt habe, die kommen nicht aus meinem Kopf, sondern aus den Köpfen von Wissenschaftlern. Und es sollte für euch auch ein Schubs in die richtige Richtung sein, dass ihr euch entscheiden könnt, was mit eurer Seele passieren soll eines Tages, wenn ihr nicht mehr seid. Diese Dinge, die sie gesagt haben, kommen auf die Welt zu. Die einzige Rettung ist Jesus Christus. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal.